1749 kommt ein Mensch auf die Erde, der mit seinen Werken wie auch mit seiner Persönlichkeit die Welt verändert. Johann Wolfgang von Goethe war nicht nur einer der größten Dichter weltweit, er war auch Jurist, Mediziner, Maler, Skandalautor und Naturwissenschaftler. Immer noch werden seine Werke interpretiert und Lehren aus ihnen gezogen. Viele stellen sich einen vernünftigen und klugen Herrn vor, wenn sie den Namen Goethe hören. Woran liegt das? Goethe hatte eine sehr wilde Jugend, in der er viel feiert, flirtet und trinkt. Aufgrund der heutigen Entwicklung der Jugend wird es immer schwieriger, sich einen Charakter vorzustellen, welcher so eine Jugend hat, jedoch gleichzeitig literarisch meisterhafte Bücher schreibt, die zur Weltliteratur gehören. Dieser Mann hatte ein außergewöhnlich gefülltes Leben. Aus diesem Grunde schauen wir uns die interessantesten Fakten über diese vielfältige Persönlichkeit an. Was zeichnet ihn aus? Eine in vielen Quellen verfolgte interessante These über ihn ist folgende. Osmanische Kriegsgefangene, die im 17. und 18. Jahrhundert während der sogenannten Türkenkriege nach Deutschland verschleppt und vollständig assimiliert und christlich getauft wurden, werden auch als Beutetürken bezeichnet. Der Offizier Sadok Seli Soltan war so ein Beutetürke und wird als Vorfahren und Ahnen von Goethe angenommen. Zuletzt wurde anlässlich des 700-jährigen Jubiläums der Soldantaufe diese These von Werner Ulrich Detjen vertreten. Aber auch eine Familienchronik des 16. Jahrhunderts deutet auf orientalische Vorfahren auf die Gegend um Brakenheim hin. Das Interessante hierbei ist nun, dass Sadok Seli Soltan der erste urkundlich nachgewiesene türkische Deutsche in Deutschland war und nicht erst die Türken, die im 20. Jahrhundert nach Deutschland kamen, wie es heute oft geglaubt wird. Goethe kommt aus einem wohlhabenden Elternhaus und wäre bei seiner Geburt beinahe gestorben, weil sich die Nabelschnur um seinen Hals gewickelt hatte. Seinem Vater zuliebe studiert er Jura und lernt Sprachen wie Latein, Griechisch, Französisch, Italienisch, Englisch, Hebräisch, außerdem 2 Musikinstrumente zu spielen und macht 3 verschiedene Sportarten. Ab 1771 arbeitet er 4 Jahre als Rechtsanwalt. Doch das ist nicht seine Leidenschaft. Eher beschäftigt er sich mit Literaturgeschichte, Philosophie, Kunst sowie Poesie und beginnt mit ersten großen Werken wie Götz von Berlichingen. Er entwickelt immer mehr Interesse an religiösen, mystischen und alchemistischen Themen, wie die Welt später an seinem größten Werk Faust erfahren sollte. Seine erste große Beziehung mit einer Dame namens Lotte, welche unglücklich endete, ist mit der damit zusammenhängenden Liebeskummer eine Inspiration für viele seiner Werke. Der weltbekannte Kultroman Die Leiden des jungen Werthers, welchen er nur in 4 Wochen schreibt, entsteht durch sein eigenes Leid. Zu dem Zeitpunkt wird er mit 25 Jahren weltberühmt. So sehr berühmt, dass er sich einen falschen Namen anlegt. Das Buch wird so beliebt, dass es sogar die Mode beeinflusst. Junge Menschen kleiden sich wie die Hauptfigur Werther. Außerdem löste dieses Buch eine regelrechte Suizidepidemie unter jungen Menschen aus. Die Hauptfigur Werther nimmt sich am Ende des Romans das Leben. Zahlreiche junge Menschen ahmen dies nach und es wird ein Skandal ausgelöst. Daher wird Selbstmord durch Vorbild anderer heute noch als Werther-Effekt bezeichnet. (1776) wird Goethe Mitglied des obersten Regierungsgremiums und konzentriert sich vorerst auf seine Amtszeit. Doch er hört nicht auf zu forschen und wird immer mehr zum Denker und Aufklärer. Er beginnt seine berühmte Italienreise. Goethe wird der Wanderer genannt, weil er so viel reist, was ungewöhnlich war, da es sowas wie Tourismus noch nicht gab. Goethe hatte großes Interesse an der Natur gezeigt und forschte auf Gebieten wie Geologie, Mineralogie, Meteorologie, Botanik, Anatomie und Optik. Er entdeckte ohne ein Medizinstudium den Zwischenkieferknochen beim Menschen, der zuvor nur bei Tieren bekannt war. Außerdem entwickelte er die Farbenlehre und die biologische Morphologie, in der er die Idee der Urpflanze vertritt. Goethe glaubte, dass jede Pflanzengestalt von dieser sogenannten Urpflanze ableitbar ist. Alle Pflanzen folgen einem Muster und sind, wenn man so will, eine Ausgestaltung der Urpflanze. Für Goethe war diese Urpflanze nicht unbedingt nur ein gedankliches Konstrukt,
Er suchte besonders bei seiner Italienreise in verschiedenen Pflanzen real nach dieser Urpflanze, durch die er dann eine Pflanzensystematik entwickeln wollte. Für ihn musste diese Urpflanze existieren. Er dachte sich, woran sonst wüsste man, dass es sich bei einer Pflanze um eine Pflanze handelt. Später hält er jedoch nur noch an der Existenz des Modells der Urpflanze fest, was man in einem Brief an Charlotte von Stein lesen kann. Er schreibt: Sage Herr dann, dass ich dem Geheimnis der Pflanzenzeugung und Organisation ganz nah bin und dass es das Einfachste ist, was nur gedacht werden kann. Unter diesem Himmel kann man die schönsten Beobachtungen machen. Den Hauptpunkt, wo der Keim steckt, habe ich ganz klar und zweifellos gefunden. Alles Übrige sehe ich auch schon im Ganzen und nur noch einige Punkte müssen bestimmter werden. Die Urpflanze wird das wunderlichste Geschöpf von der Welt, um welches mich die Natur selbst beneiden soll. Mit diesem Modell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann noch Pflanzen ins Unendliche erfinden, die konsequent sein müssen. Das heißt, die, wenn sie auch nicht existieren, doch existieren könnten und nicht etwa malerische und dichterische Schatten und Scheine sind, sondern eine innerliche Wahrheit und Notwendigkeit haben. Dasselbe Gesetz wird sich auf alles übrige Lebendige anwenden lassen. Interessant ist nun der Hinweis auf Konstantin Korotkows Ergebnisse über das Energiefeld der Pflanzen, worüber wir im letzten Video gesprochen haben. Der Phantomblatteffekt wäre für Goethe sicher ein interessanter Fund gewesen. Verwandt zu dieser Idee der Urpflanze von Goethe und hilfreich auf der Spur nach so einem Pflanzenmuster ist die noch meist unbekannte Entdeckung des sogenannten Urzeitcodes. Damit beschäftigen wir uns in Folge 64. Zu guter Letzt kommen wir zu einem Porträt von Goethe, welches vom Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein gemalt wurde und Geheimnisse zu birgen scheint. Während seiner Italienreise wohnte Goethe mit Tischbein in einer Wohnung. Dort hatte der Maler ein interessantes Bild angefangen. Er zog irgendwann mit dem Bild zusammen nach Neapel. 1799 nahmen die Franzosen Neapel ein und er musste die Stadt verlassen, wobei das Gemälde zurückblieb. Heute befindet sich das Gemälde im Städtelmuseum in Frankfurt. Deutsche Museen besitzen nur wenige Bilder, die so bekannt sind wie dieses Gemälde von Tischbein. Tischbein selber jedoch ist nicht so bekannt und sein Name fällt nur in Zusammenhang mit diesem Gemälde, oder besser gesagt mit Goethe. Im Online-Lexikon wird der Maler sogar als Goethe-Tischbein bezeichnet. Es geht um das Bild Goethe in der römischen Campagna, in dem Goethe ernst in die Ferne blickt. Viele Kunsthistoriker sehen in diesem Bild die ideale Verkörperung von Goethe. Andere jedoch glauben aufgrund einiger anatomischen Merkwürdigkeiten entweder, dass Tischbein ein schlechter Maler war oder dass dieses Bild ein großes Geheimnis birgt. Denn irgendwas stimmt mit dem Bild nicht. Bei genauerer Betrachtung wird klar, dass Goethe in diesem Bild zwei linke Füße hat. Außerdem erscheint sein linkes Bein unnatürlich lang und lässt sich nicht anatomisch korrekt mit dem Körper verbinden, als wäre es das Bein einer zweiten Person. War Tischbein wirklich so ein schlechter Maler? Ähnlich wie bei Mona Lisa wird darüber noch ewig spekuliert. Wie Goethe selber sagte: Das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren. Goethe starb mit 82 Jahren, aber noch trennen wir uns von diesem Menschen nicht. In der nächsten Folge gehen wir auf seine letzten Jahre ein, die für viele Goethe-Analysten die entscheidendsten darstellen. Wir werden detaillierter auf Goethes Gedanken und Werke über Gott und die Welt eingehen. Seine letzten Worte sollen gewesen sein: Mehr Licht,